Ein Fall von Identität. Kapitel 1. Mein lieber Freund, sagte Sherlock Holmes, als wir auf beiden Seiten des Kamins in seiner Wohnung in der Baker Street saßen. Das Leben ist unendlich seltsamer als alles, was der menschliche Geist erfinden könnte. Wir würden uns nicht getrauen, die Dinge zu ersinnen, die in Wirklichkeit bloße Alltäglichkeiten der Existenz sind. Wenn wir Hand in Hand aus jenem Fenster fliegen, über dieser großen Stadt schweben, sanft die Dächer abheben und in die seltsamen Vorgänge hineinspähen könnten. Die seltsamen Zufälle, die Planungen, die sich kreuzenden Absichten, die wunderbaren Ereignisketten, die sich über Generationen erstrecken und zu den ausgefallensten Ergebnissen führen. Das würde all die Fiktion mit ihren Konventionen und vorhersehbaren Schlussfolgerungen sehr abgedroschen und unerquicklich erscheinen lassen. Und doch bin ich nicht davon überzeugt, antwortete ich. Die Fälle, die in den Zeitungen ans Licht kommen, sind in der Regel banal genug und gewöhnlich genug. In unseren Polizeiberichten haben wir Realismus bis zur äußersten Grenze getrieben. Und doch ist das Ergebnis, wie man zugeben muss, weder fesselnd noch künstlerisch. Eine gewisse Auswahl und Diskretion muss angewandt werden, um einen realistischen Effekt zu erzielen, bemerkte Holmes. Daran fehlt es im Polizeibericht, wo vielleicht mehr Wert auf die Plattitüden des Richters gelegt wird als auf die Details, die für einen Beobachter den wesentlichen Kern der ganzen Sache ausmachen. Verlassen Sie sich darauf, es gibt nichts so Unnatürliches wie das Alltägliche. Ich lächelte und schüttelte den Kopf. Ich kann gut verstehen, dass Sie so denken, sagte ich. Natürlich kommen Sie in Ihrer Stellung als inoffizieller Berater und Helfer für alle, die völlig ratlos sind, auf 3 Kontinenten mit allem Seltsamen und Bizarren in Berührung. Aber hier, ich hob die Morgenzeitung vom Boden auf. Lassen Sie uns einen praktischen Test machen. Hier ist die erste Überschrift, auf die ich stoße: Grausamkeit eines Ehemanns gegenüber seiner Frau. Da steht eine halbe Spalte gedruckt, aber ich weiß ohne zu lesen, dass mir das alles vollkommen vertraut ist. Da gibt es natürlich die andere Frau, den Alkohol, den Stoß, den Schlag, die Prellung, die mitfühlende Schwester oder Vermieterin. Der primitivste Schriftsteller könnte nichts Primitiveres erfinden. In der Tat ist Ihr Beispiel ein unglückliches für Ihre Argumentation, sagte Holmes, nahm die Zeitung und überflog sie. Dies ist der Fall Dundas über die Ehetrennung. Und wie es sich trifft, war ich damit beschäftigt, einige kleine Punkte in diesem Zusammenhang aufzuklären. Der Ehemann war Abstinenzler, es gab keine andere Frau. Und das beanstandete Verhalten bestand darin, dass er sich angewöhnt hatte, jede Mahlzeit damit zu beenden, dass er sein Gebiss herausholte und es nach seiner Frau warf, was, wie Sie zugeben werden, keine Handlung ist, die der Vorstellungskraft des Durchschnittserzählers in den Sinn kommen würde. Nehmen Sie eine Prise Schnupftabak, Doktor, und geben Sie zu, dass ich Ihnen mit Ihrem Beispiel überlegen bin. Er hielt mir seine Dose aus altem Gold hin, mit einem großen Amethyst in der Mitte des Deckels. Ihre Pracht stand in solchem Gegensatz zu seinen schlichten Gewohnheiten und seinem einfachen Leben, dass ich nicht umhin kam, sie zu bemerken. Ach, sagte er, ich vergaß, dass ich Sie seit einigen Wochen nicht gesehen habe. Es ist ein kleines Andenken vom König von Böhmen. Als Dank für meine Hilfe bei der Sache mit den Papieren von Irene Adler. Und der Ring? Fragte ich und warf einen Blick auf einen bemerkenswerten Brillanten, der an seinem Finger funkelte. Er ist von der regierenden Familie der Niederlande. Doch die Angelegenheit, in der ich Ihnen diente, ist so heikel, dass ich sie nicht einmal Ihnen anvertrauen kann. Der Sie die Güte hatten, das eine oder andere meiner kleinen Probleme aufzuzeichnen. Und haben Sie im Augenblick etwas in Arbeit? Fragte ich mit Interesse. Etwa 10 oder 12, aber keins bietet ein Merkmal von Interesse. Sie sind wichtig, verstehen Sie, ohne interessant zu sein. In der Tat habe ich festgestellt,
dass es gewöhnlich die unwichtigen Angelegenheiten sind, in denen sich ein Feld für die Beobachtung und die schnelle Analyse von Ursache und Wirkung bietet, die den Reiz einer Untersuchung ausmachen. Die größeren Verbrechen sind meist die einfacheren, denn je größer das Verbrechen, desto offensichtlicher ist in der Regel das Motiv. In diesen Fällen, abgesehen von einer ziemlich verwickelten Angelegenheit, die mir aus Marseille überwiesen wurde, ist nichts darunter, das irgendwelche interessanten Merkmale aufweist. Es ist jedoch möglich, dass ich innerhalb weniger Minuten etwas Besseres bekomme. Denn das ist eine meiner Klientinnen, oder ich irre mich sehr. Er war von seinem Stuhl aufgestanden und stand zwischen den auseinandergezogenen Jalousien und blickte hinunter in die eintönige, neutral getönte Londoner Straße. Über seine Schulter blickend sah ich, dass sich auf dem Bürgersteig gegenüber eine große Frau befand. Mit einer schweren Pelzboa um den Hals und einer großen, gelockten, roten Feder auf einem breitkrempigen Hut, der kokett im Stil der Herzogin von Devonshire über ihr Ohr geneigt war. Unter diesem großen Aufputz hervor lugte sie nervös und zögernd zu unseren Fenstern empor, während ihr Körper vor und zurück schwankte und ihre Finger mit den Knöpfen ihrer Handschuhe spielten. Plötzlich, mit einem Sprung wie der eines Schwimmers, der das Ufer verlässt, eilte sie über die Straße, und wir hörten das scharfe Läuten der Glocke. Dieses Symptom habe ich schon früher gesehen, sagte Holmes und warf seine Zigarette ins Feuer. Schwanken auf dem Bürgersteig bedeutet immer eine Herzensangelegenheit. Sie möchte Rat, ist sich aber nicht sicher, ob die Angelegenheit nicht zu heikel für eine Mitteilung ist. Und doch können wir selbst hier unterscheiden. Wenn eine Frau von einem Mann schwer gekränkt wurde, schwankt sie nicht mehr. Und das übliche Symptom ist eine durchgerissene Klingelleitung. Hier können wir annehmen, dass es eine Liebesangelegenheit ist, aber dass die Jungfer nicht so sehr zornig ist, sondern eher verwirrt oder bekümmert. Aber da kommt sie persönlich, um unsere Zweifel zu beseitigen. Während er sprach, klopfte es an der Tür, und der Livreejunge meldete Fräulein Mary Sutherland, während die Dame selbst hinter seiner kleinen schwarzen Gestalt auftauchte. Wie ein vollbepackter Handelsschauner hinter einem winzigen Lotsenkutter. Sherlock Holmes begrüßte sie mit der leichten Höflichkeit, die ihn auszeichnete. Und nachdem er die Tür geschlossen und sie mit einer Verbeugung in einen Lehnstuhl gewiesen hatte, betrachtete er sie mit der genauen und dennoch abwesenden Art, die ihm eigen war. »Finden Sie nicht«, sagte er, »dass es bei Ihrer Kurzsichtigkeit etwas anstrengend ist, so viel zu tippen?« »Am Anfang schon«, antwortete sie, »aber jetzt weiß ich, wo die Buchstaben sind, ohne hinzusehen.« Dann, als ihr die volle Bedeutung seiner Worte plötzlich aufging, fuhr sie heftig zusammen und blickte mit Angst und Erstaunen auf ihrem breiten, gutmütigen Gesicht auf. »Sie haben von mir gehört, Mr. Holmes«, rief sie aus. »Sonst könnten Sie das doch nicht alles wissen.« »Das ist ganz gleichgültig«, sagte Holmes lachend. »Es ist mein Geschäft, Dinge zu wissen. Vielleicht habe ich mich darin geschult, das zu sehen, was andere übersehen. Wenn nicht, warum sollten Sie dann zu mir kommen, um Rat zu holen? Ich bin zu Ihnen gekommen, mein Herr, weil ich von Ihnen durch Mrs. Etheregge gehört habe, deren man Sie so leicht gefunden haben, als die Polizei und alle anderen ihn bereits für tot gehalten hatten. Oh, Mr. Holmes, ich wünschte, Sie würden dasselbe für mich tun. Ich bin nicht reich, aber ich habe doch 100 Pfund im Jahr aus eigenem Recht, außer dem kleinen bisschen, das ich mit der Maschine verdiene. Und ich würde alles geben, um zu erfahren, was aus Mr. Hosmer Angel geworden ist. Warum sind Sie so eilig weggegangen, um mich zu konsultieren?« fragte Sherlock Holmes mit aneinandergelegten Fingerspitzen und den Blick zur Decke gerichtet. Wieder überkam ein überraschter Ausdruck das etwas ausdruckslose Gesicht von Fräulein Mary Sutherland. »Ja, ich bin tatsächlich aus dem Haus gestürmt«, sagte sie, »denn es machte mich wütend.
Die gleichgültige Art zu sehen. Mit der Mr. Windibank, das ist mein Vater, die ganze Sache aufnahm. Er wollte nicht zur Polizei gehen, und er wollte nicht zu Ihnen gehen, und so. Weil er schließlich nichts tat und immer nur sagte, dass kein Schaden geschehen sei, wurde ich rasend. Zog mir einfach meine Sachen an und kam direkt zu Ihnen. Ihr Vater, sagte Holmes, vielmehr Ihr Stiefvater, da der Name ja ein anderer ist. Ja, mein Stiefvater. Ich nenne ihn Vater. Obwohl das auch komisch klingt, denn er ist nur 5 Jahre und 2 Monate älter als ich. Und Ihre Mutter lebt noch. Oh, ja, Mutter lebt und ist wohlauf. Ich war nicht sehr erfreut, Mr. Holmes. Als sie so bald nach Vaters Tod wieder heiratete und einen Mann, der fast 15 Jahre jünger war als sie selbst. Vater war Klempner in der Tottenham Court Road und hinterließ ein hübsches Geschäft, das Mutter mit Mr. Hardy, dem Vorarbeiter, weiterführte, aber als Mr. Windibank kam, veranlasste er sie, das Geschäft zu verkaufen, denn er war sehr vornehm, da er Weinreisender war. Sie bekamen 4.700 Pfund für den Firmenwert und die Beteiligungen, was nicht annähernd so viel war, wie Vater dafür hätte bekommen können, wenn er noch gelebt hätte. Ich hatte erwartet, Sherlock Holmes ungeduldig unter dieser weitschweifigen und folgenlosen Erzählung zu sehen. Aber im Gegenteil, er hatte mit größter Aufmerksamkeit zugehört. Ihr eigenes kleines Einkommen, fragte er, stammt es aus dem Geschäft? Oh, nein, mein Herr. Es ist völlig getrennt und wurde mir von meinem Onkel Ned in Auckland hinterlassen. Es liegt in neuseeländischen Aktien, die 4,5% abwerfen. 2.500 Pfund war der Betrag, aber ich kann nur die Zinsen beziehen. Sie interessieren mich außerordentlich, sagte Holmes. Und da Sie eine so große Summe wie 100 Pfund im Jahr beziehen, ganz abgesehen von dem, was Sie dazu verdienen, reisen Sie zweifellos ein wenig und gönnen sich allerlei. Ich glaube, dass eine alleinstehende Dame mit einem Einkommen von etwa 60 Pfund sehr gut auskommen kann. Ich könnte mit viel weniger auskommen, Mr. Holmes, aber Sie verstehen, dass ich, solange ich zu Hause lebe, keine Last für Sie sein möchte. Und so haben Sie die Verfügung über das Geld, solange ich bei Ihnen wohne. Das ist natürlich nur für die Zeit. Mr. Windibank bezieht meine Zinsen vierteljährlich und zahlt sie an Mutter aus. Und ich komme mit dem, was ich mit dem Tippen verdiene, ganz gut zurecht. Es bringt mir 2 Pence pro Blatt und ich kann oft 15 bis 20 Blatt am Tag machen. Sie haben mir Ihre Situation sehr klar gemacht, sagte Holmes. Dies ist mein Freund, Dr. Watson, vor dem Sie ebenso frei sprechen können wie vor mir. Bitte erzählen Sie uns nun alles über Ihre Verbindung mit Mr. Hosmer Angel. Eine Röte überzog Miss Sutherlands Gesicht und sie nestelte nervös an der Franse ihrer Jacke. Ich traf ihn zuerst auf dem Gasinstallateursball, sagte sie. Früher. Als Vater noch lebte, schickten sie ihm immer Karten. Und später erinnerten sie sich an uns und schickten sie an Mutter. Mr. Windibank wollte nicht, dass wir gingen. Er wollte überhaupt nie, dass wir irgendwohin gingen. Er wurde ganz wütend, wenn ich nur an einer Sonntagsschulfeier teilnehmen wollte. Aber diesmal war ich fest entschlossen zu gehen. Und ich ging auch, denn welches Recht hatte er, es mir zu verbieten? Er sagte, die Leute seien nicht gut genug für unseren Umgang, wo doch alle Freunde von Vater dort sein würden. Und er sagte, ich hätte nichts Passendes zum Anziehen, obwohl ich meinen purpurnen Plüschrock hatte, den ich noch nie aus der Schublade genommen hatte. Schließlich, als nichts mehr half, reiste er nach Frankreich in Geschäften der Firma. Aber wir, Mutter und ich, gingen mit Mr. Hardy, der früher unser Vorarbeiter war, und dort traf ich Mr. Hosmer Angel. Ich nehme an, sagte Holmes, dass Mr. Windibank, als er aus Frankreich zurückkam, sehr verärgert darüber war, dass sie auf den Ball gegangen waren. Oh, nun, er war sehr nett deswegen.
Er lachte, ich erinnere mich, zuckte mit den Schultern und sagte, es habe keinen Sinn, einer Frau etwas zu verbieten, denn sie tue doch, was sie wolle. Ich verstehe. Auf dem Gasinstallateursball trafen sie also, wie ich verstehe, einen Herrn namens Hosmer Angel. Ja, mein Herr. Ich traf ihn an jenem Abend, und er kam am nächsten Tag vorbei, um zu fragen, ob wir sicher nach Hause gekommen waren. Und danach trafen wir ihn, das heißt, Mr. Holmes, ich traf ihn zweimal zu Spaziergängen. Aber dann kam Vater zurück, und Mr. Hosmer Angel konnte nicht mehr ins Haus kommen. Nein. Nun, Sie wissen, Vater mochte so etwas nicht. Er duldete keine Besucher, wenn er es verhindern konnte. Und er sagte immer, eine Frau solle im eigenen Familienkreis glücklich sein. Aber dann, wie ich zu Mutter zu sagen pflegte, eine Frau braucht erst einmal ihren eigenen Kreis. Und den hatte ich noch nicht. Und was ist mit Mr. Hosmer Angel? Unternahm er keinen Versuch, sie zu sehen? Nun, Vater wollte in einer Woche wieder nach Frankreich fahren. Und Hosmer schrieb, es sei sicherer und besser, sich nicht mehr zu sehen, bis er weg sei. In der Zwischenzeit könnten wir uns schreiben, und er schrieb jeden Tag. Ich holte die Briefe morgens herein, also brauchte Vater nichts davon zu erfahren. Waren Sie zu dieser Zeit mit dem Herrn verlobt? Oh, ja, Mr. Holmes. Wir verlobten uns nach dem ersten Spaziergang, den wir machten. Hosmer, Mr. Angel, war Kassierer in einem Büro in der Leadenhall Street und... Welchem Büro? Das ist das Schlimmste, Mr. Holmes, ich weiß es nicht. Wo wohnte er dann? Er schlief im Geschäft. Und Sie kennen seine Adresse nicht? Nein, nur dass es die Leadenhall Street war. Wohin haben Sie dann Ihre Briefe adressiert? An das Postamt in der Leadenhall Street, postlagernd. Er sagte, wenn Sie ins Büro geschickt würden ihn alle anderen Angestellten wegen der Briefe einer Dame aufziehen. Also bot ich an, sie zu tippen, wie er seine auch machte. Aber das wollte er nicht, denn er sagte, wenn ich sie schrieb, schienen sie von mir zu kommen. Aber wenn sie getippt waren, hatte er immer das Gefühl, die Maschine stünde zwischen uns. Das zeigt Ihnen nur, wie sehr er mich mochte, Mr. Holmes. Und auf was für kleine Dinge er so achtete. Das war sehr aufschlussreich, sagte Holmes. Es ist seit langem ein Axiom von mir, dass die kleinen Dinge unendlich viel wichtiger sind. Können Sie sich an irgendwelche anderen kleinen Dinge über Mr. Hosmer Angel erinnern? Er war ein sehr schüchterner Mann, Mr. Holmes. Er ging lieber abends mit mir spazieren als am Tag, denn er sagte, er hasse es, aufzufallen. Er war sehr zurückhaltend und gentlemanlike. Selbst seine Stimme war sanft. Er hatte als Junge die Bräune und geschwollene Drüsen, erzählte er mir. Und das hatte ihm eine schwache Kehle und eine zögernde, flüsternde Sprechweise hinterlassen. Er war immer gut gekleidet, sehr gepflegt und schlicht. Aber seine Augen waren schwach, genau wie meine, und er trug getönte Gläser gegen das helle Licht. Nun, und was geschah, als Mr. Windibank, ihr Stiefvater, nach Frankreich zurückkehrte? Mr. Hosmer Angel kam wieder ins Haus und schlug vor, wir sollten noch vor Vaters Rückkehr heiraten. Er war sehr ernst und ließ mich schwören. Die Hand auf das Testament gelegt, dass ich ihm, was auch immer geschähe, immer treu sein würde. Mutter sagte, er habe ganz recht, mich schwören zu lassen. Und das sei ein Zeichen seiner Leidenschaft. Mutter war von Anfang an ganz für ihn und mochte ihn sogar noch mehr als ich. Dann, als sie davon sprachen, innerhalb einer Woche zu heiraten, begann ich nach Vater zu fragen. Aber sie sagten beide, ich solle mir wegen Vater keine Gedanken machen. Es ihm einfach hinterher sagen. Und Mutter sagte, sie werde alles mit ihm in Ordnung bringen. Das gefiel mir nicht ganz, Mr. Holmes. Es kam mir komisch vor, dass ich ihn um Erlaubnis bitten sollte. Da er nur ein paar Jahre älter war als ich.
Aber ich wollte nichts heimlich tun, also schrieb ich an Vater nach Bordeaux, wo die Firma ihre französischen Büros hat. Aber der Brief kam genau am Morgen der Hochzeit zu mir zurück. Er hat ihn also nicht erreicht. Ja, mein Herr, denn er war kurz vorher nach England abgereist. Ha! Das war unglücklich. Ihre Hochzeit war also auf den Freitag angesetzt. Sollte sie in einer Kirche stattfinden? Ja, mein Herr, aber sehr still. Sie sollte in St. Saviour's in der Nähe von King's Cross sein. Und danach wollten wir im St. Pancras Hotel frühstücken. Hosmer kam mit einer Hansum-Kutsche, um uns abzuholen. Aber da wir 2 waren, setzte er uns beide hinein und stieg selbst in eine viersitzige Kutsche, die zufällig die einzige andere Kutsche auf der Straße war. Wir kamen zuerst in der Kirche an, und als die viersitzige Kutsche vorfuhr, warteten wir, dass er ausstieg, aber er tat es nicht. Und als der Kutscher vom Bock herunterstieg und nachsah, war niemand da. Der Kutscher sagte, er könne sich nicht vorstellen, was aus ihm geworden sei. Denn er habe ihn mit eigenen Augen einsteigen sehen. Das war letzten Freitag, Mr. Holmes. Und seitdem habe ich nichts mehr gesehen oder gehört, was Aufschluss darüber geben könnte, was aus ihm geworden ist. Es scheint mir, dass man sie sehr schändlich behandelt hat, sagte Holmes. Oh, nein, mein Herr. Er war zu gut und zu lieb, um mich so zu verlassen. Wieso? Den ganzen Morgen sagte er mir, dass ich, was auch immer geschehe, treu sein solle. Und dass, selbst wenn etwas völlig Unvorhergesehenes uns trennen sollte, ich immer daran denken solle, dass ich ihm versprochen sei und dass er früher oder später sein Versprechen einfordern werde. Das klang seltsam für den Morgen einer Hochzeit. Aber was seither geschehen ist, gibt dem einen Sinn. Ganz gewiss tut es das. Ihre eigene Meinung ist also, dass ihn eine unvorhergesehene Katastrophe getroffen hat. Ja, mein Herr. Ich glaube, er hat eine Gefahr vorausgesehen, sonst hätte er nicht so gesprochen. Und dann denke ich, dass das, was er voraussah, eingetreten ist. Aber Sie haben keine Vorstellung, was es gewesen sein könnte. Keine. Eine Frage noch. Wie nahm Ihre Mutter die Sache auf? Sie war wütend und sagte, ich dürfe nie wieder über die Sache sprechen. Und Ihr Vater? Haben Sie es ihm erzählt? Ja, und er schien mit mir zu denken, dass etwas geschehen sei und ich wieder von Hosmer hören würde. Wie er sagte. Welches Interesse könnte jemand daran haben, mich vor die Kirchentür zu bringen und dann stehen zu lassen? Nun. Wenn er mein Geld geliehen hätte oder wenn er mich geheiratet und mein Geld auf sich überschreiben lassen hätte, könnte es einen Grund geben. Aber Hosmer war sehr unabhängig in Geldsachen und wollte nie einen Penny von mir ansehen. Und doch, was konnte geschehen sein? Und warum konnte er nicht schreiben? Oh, es macht mich halb verrückt, wenn ich daran denke, und ich kann kein Auge zutun in der Nacht. Sie zog ein kleines Taschentuch aus ihrer Muff und begann heftig hineinzuschluchzen. Ich werde mich für Sie in die Sache einarbeiten, sagte Holmes und erhob sich. Und ich zweifle nicht, dass wir zu einem bestimmten Ergebnis kommen werden. Überlassen Sie die Last der Angelegenheit jetzt mir. Und lassen Sie Ihren Geist nicht weiter darüber grübeln. Versuchen Sie vor allem, Mr. Hosmer Angel aus Ihrem Gedächtnis verschwinden zu lassen. Wie er aus Ihrem Leben verschwunden ist. Dann glauben Sie nicht, dass ich ihn wiedersehen werde. Ich fürchte nicht. Was ist dann mit ihm geschehen? Sie werden diese Frage mir überlassen. Ich hätte gern eine genaue Beschreibung von ihm und einige seiner Briefe. Wenn Sie sie entbehren können. Ich habe letzten Samstag im Chronicle nach ihm inseriert, sagte sie. Hier ist der Ausschnitt und hier sind 4 Briefe von ihm. Danke. Und Ihre Adresse? Nummer 31 Lyon Place, Camberwell.
Die Adresse von Mr. Angel hatten Sie nie, wie ich verstehe. Wo ist das Geschäft Ihres Vaters? Er reist für Westhouse und Marbank, die großen Claret-Importeure in der Fenchurch Street. Danke. Sie haben Ihre Darstellung sehr klar gegeben. Sie werden die Papiere hier lassen und sich an den Rat erinnern, den ich Ihnen gegeben habe. Lassen Sie den ganzen Vorfall ein versiegeltes Buch sein und erlauben Sie ihm nicht, Ihr Leben zu beeinflussen. Sie sind sehr freundlich, Mr. Holmes, aber das kann ich nicht tun. Ich werde Hosmer treu sein. Er wird mich bereit finden, wenn er zurückkommt. Trotz des lächerlichen Hutes und des ausdruckslosen Gesichts lag etwas Edles in dem schlichten Vertrauen unserer Besucherin, das unseren Respekt forderte. Sie legte ihr kleines Bündel Papiere auf den Tisch und ging, mit dem Versprechen, wiederzukommen, wann immer sie gerufen würde. Sherlock Holmes saß einige Minuten schweigend da, die Fingerspitzen immer noch aneinander gepresst, die Beine vor sich ausgestreckt und den Blick zur Decke gerichtet. Dann nahm er aus dem Ständer die alte, ölige Tonpfeife, die ihm wie ein Ratgeber war, zündete sie an und lehnte sich in seinem Stuhl zurück. Während dichte, blaue Rauchringe von ihm aufstiegen und sein Gesicht einen Ausdruck unendlicher Trägheit zeigte. Eine ziemlich interessante Studie, diese Jungfer, bemerkte er. Ich fand sie interessanter als Ihr kleines Problem, das übrigens recht abgedroschen ist. Sie werden parallele Fälle finden. Wenn Sie in meinem Index nachschlagen, in Andover im Jahr 1977. Und es gab etwas Ähnliches im letzten Jahr in Den Haag. So alt die Idee auch ist, es gab dennoch ein oder zwei Details, die für mich neu waren. Aber die Jungfer selbst war höchst lehrreich. Sie schienen eine Menge aus ihr herauszulesen, das mir völlig unsichtbar war, bemerkte ich. Nicht unsichtbar, sondern unbemerkt, Watson. Du wusstest nicht, wo du hinschauen solltest, und so hast du alles Wichtige übersehen. Ich kann dich nie dazu bringen, die Bedeutung von Ärmeln, die Aussagekraft von Fingernägeln oder die großen Fragen, die an einem Schnürsenkel hängen können, zu erkennen. Nun, was hast du aus dem Äußeren dieser Frau entnommen? Beschreibe es. Nun, sie hatte einen schieferfarbenen, breitkrempigen Strohhut mit einer Feder von Ziegelrot. Ihre Jacke war schwarz, mit schwarzen Perlen darauf genäht und einer Franse aus kleinen schwarzen Jetverzierungen. Ihr Kleid war braun, etwas dunkler als Kaffeefarben, mit einem kleinen purpurnen Plüsch an Hals und Ärmeln. Ihre Handschuhe waren gräulich und am rechten Zeigefinger durchgescheuert. Ihre Stiefel beobachtete ich nicht. Sie trug kleine, runde, hängende Goldohrringe und hatte allgemein das Gepräge einer ziemlich wohlhabenden auf eine ordinäre, behagliche, leichthin Artikel. Sherlock Holmes klatschte leise in die Hände und kicherte. Mein Wort, Watson, du machst dich wunderbar. Du hast wirklich sehr gut abgeschnitten. Es ist wahr, dass du alles Wichtige übersehen hast, aber du hast die Methode erfasst. Und du hast ein schnelles Auge für Farbe. Verlasse dich nie auf allgemeine Eindrücke, mein Junge, sondern konzentriere dich auf Details. Mein erster Blick gilt stets dem Ärmel einer Frau. Bei einem Mann ist es vielleicht besser, zuerst das Knie der Hose zu betrachten. Wie du bemerkt hast, trug diese Frau Plüsch an den Ärmeln, ein sehr nützliches Material, um Spuren zu zeigen. Die doppelte Linie etwas oberhalb des Handgelenks, wo die Schreibkraft gegen den Tisch drückt, war wunderschön ausgeprägt. Die Nähmaschine der Handtype hinterlässt ein ähnliches Mal, aber nur am linken Arm und auf der Seite, die vom Daumen am weitesten entfernt ist, statt quer über den breitesten Teil, wie es hier der Fall war. Dann warf ich einen Blick auf ihr Gesicht und bemerkte die Vertiefungen einer Kneifbrille an beiden Seiten ihrer Nase. Wagte eine Bemerkung über Kurzsichtigkeit und Tippen, die sie zu überraschen schien. Sie hat mich überrascht. Aber, sicherlich, es war offensichtlich. Dann war ich sehr überrascht und interessiert, als ich hinuntersah und beobachtete,
dass, obwohl die Stiefel, die sie trug, einander nicht unähnlich waren, sie tatsächlich nicht zusammengehörten. Der eine hatte eine leicht verzierte Kappe. Der andere eine schlichte. Der eine war nur mit den 2 unteren von 5 Knöpfen geknöpft. Der andere mit dem 1., 3. und 5. Nun, wenn Sie sehen, dass eine junge Dame, sonst ordentlich gekleidet, mit nicht zusammengehörigen, halb zugeknöpften Stiefeln von zu Hause weggeht, ist es keine große Deduktion, zu sagen, dass sie in Eile fortging. Und was sonst noch, fragte ich. Steht stark interessiert an der scharfsinnigen Beweisführung meines Freundes. Ich bemerkte nebenbei, dass sie eine Notiz geschrieben hatte. Bevor sie das Haus verließ, aber nachdem sie sich vollständig angezogen hatte. Du bemerktest, dass ihr rechter Handschuh am Zeigefinger zerrissen war, aber du hast anscheinend nicht gesehen, dass sowohl Handschuh als auch Finger mit violetter Tinte befleckt waren. Sie hatte in Eile geschrieben und die Feder zu tief eingetaucht. Es muss heute Morgen gewesen sein, sonst wäre der Fleck nicht mehr deutlich am Finger. Das alles ist amüsant, wenn auch ziemlich elementar, aber ich muss zur Sache zurückkehren, Watson. Würdest du mir die inserierte Beschreibung von Mr. Hosmer Angel vorlesen? Ich hielt den kleinen gedruckten Zettel gegen das Licht. Vermisst, hieß es dort, am Morgen des 14., ein Herr namens Hosmer Angel. Ungefähr 5 Fuß 7 Zoll groß. Kräftig gebaut, gelblicher Teint, schwarzes Haar, in der Mitte etwas kahl. Buschige, schwarze Koteletten und Schnurrbart. Getönte Gläser, leichte Sprachbehinderung. War, als er zuletzt gesehen wurde, gekleidet in einen schwarzen Gehrock mit Seidenbesatz. Schwarze Weste, goldene Albertkette und graue Herristwiethosen. Mit braunen Gamaschen über Stiefeln mit Gummieinsatz. Bekanntermaßen in einem Büro in der Leadenhall Street beschäftigt. Jeder, der. Das genügt, sagte Holmes. Was die Briefe betrifft, fuhr er fort, während er sie überflog, sind sie sehr gewöhnlich. Absolut kein Hinweis auf Mr. Angel darin, außer dass er einmal Balzac zitiert. Es gibt jedoch einen bemerkenswerten Punkt, der dir zweifellos auffallen wird. Sie sind getippt, bemerkte ich. Nicht nur das, sondern auch die Unterschrift ist getippt. Sieh dir das saubere kleine Hosmer Angel am unteren Rand an. Da ist ein Datum, siehst du, aber keine Überschrift außer Leadenhall Street, was ziemlich vage ist. Der Punkt mit der Unterschrift ist sehr aufschlussreich, ja, wir können sagen, entscheidend. Wofür? Mein lieber Freund, ist es möglich, dass du nicht siehst, wie stark das auf den Fall hindeutet? Ich kann nicht sagen, dass ich es sehe, es sei denn, dass er in der Lage sein wollte, seine Unterschrift zu leugnen. Falls eine Klage wegen Verlöbnisbruch eingeleitet würde. Nein, das war nicht der Punkt. Wie auch immer, ich werde 2 Briefe schreiben, die die Sache klären sollten. Einer ist an eine Firma in der City. Der andere an den Stiefvater der jungen Dame, Mr. Windibank, mit der Frage, ob er uns hier morgen Abend um 6 Uhr treffen könne. Es ist wohl besser, wir haben es mit den männlichen Verwandten zu tun. Und nun, Doktor, können wir nichts tun, bis die Antworten auf diese Briefe eintreffen. Also können wir unser kleines Problem fürs Erste auf Eis legen. Ich hatte so viele Gründe gehabt, an die subtilen Denkkräfte meines Freundes und seine außergewöhnliche Tatkraft zu glauben, dass ich spürte, er musste solide Gründe für die sichere und leichte Art haben, mit der er das seltsame Geheimnis behandelte, das zu ergründen er berufen worden war. Nur einmal hatte ich ihn scheitern sehen. Im Fall des Königs von Böhmen und der Fotografie von Irene Adler. Aber wenn ich an die seltsame Angelegenheit des Zeichens der 4 und die außergewöhnlichen Umstände im Zusammenhang mit der Studie in Scharlachrot zurückdachte, empfand ich, dass es in der Tat ein seltsamer Wirrwarr sein müsste, den er nicht entwirren könnte. Ich verließ ihn dann, immer noch an seiner schwarzen Tonpfeife paffend, mit der Überzeugung,
dass ich, wenn ich am nächsten Abend wiederkäme, feststellen würde, dass er alle Hinweise in Händen hielt, die zur Identität des verschwundenen Bräutigams von Fräulein Mary Sutherland führen würden. Ein Berufsfall von großer Bedeutung beschäftigte mich zu dieser Zeit. Und den ganzen nächsten Tag war ich am Krankenbett des Patienten tätig. Erst kurz vor 6 Uhr war ich frei und konnte in eine Hansum-Kutsche springen und zur Baker Street fahren. Halb in der Befürchtung, dass ich zu spät kommen würde, um der Auflösung des kleinen Geheimnisses beizuwohnen. Ich fand Sherlock Holmes jedoch allein, halb schlafend, seine lange, dünne Gestalt in die Tiefen seines Lehnstuhls zusammengerollt. Eine furchterregende Reihe von Flaschen und Reagenzgläsern mit dem stechenden, sauberen Geruch von Salzsäure verrieten mir, dass er seinen Tag mit der chemischen Arbeit verbracht hatte, die ihm so lieb war. »Nun, haben Sie es gelöst?« fragte ich beim Eintreten. »Ja. Es war das Bisulfat von Baryt.« »Nein, nein, das Geheimnis«, rief ich. »Oh, das. Ich dachte an das Salz, mit dem ich gearbeitet habe. Es war nie ein Geheimnis in der Sache. Obwohl, wie ich gestern sagte, einige Details von Interesse sind. Der einzige Nachteil ist, dass es, fürchte ich, kein Gesetz gibt, das den Schurken fassen könnte. Wer war er dann, und was war sein Ziel, als er Fräulein Sutherland verließ? Die Frage war kaum über meine Lippen gekommen. Und Holmes hatte noch nicht den Mund geöffnet, um zu antworten, als wir einen schweren Schritt im Flur und ein Klopfen an der Tür hörten. »Das ist der Stiefvater des Mädchens, Mr. James Windibank«, sagte Holmes. »Er hat mir geschrieben, dass er um 6 hier sein würde.« »Herein!« Der Mann, der eintrat, war ein untersetzter, mittelgroßer Kerl, etwa 30 Jahre alt. Glatt rasiert, mit gelblicher Haut, einer glatten, einschmeichelnden Art und einem Paar wunderbar scharfer und durchdringender grauer Augen. Er warf uns beiden einen fragenden Blick zu, setzte seinen glänzenden Zylinder auf das Sideboard, glitt mit einer leichten Verbeugung auf den nächsten Stuhl und ließ sich darauf nieder. »Guten Abend, Mr. James Windibank«, sagte Holmes. »Ich nehme an, dieser getippte Brief ist von Ihnen, indem Sie mir eine Verabredung auf 6 Uhr gaben.« »Ja, mein Herr. Ich fürchte, ich bin etwas spät, aber ich bin nicht ganz Herr meiner Zeit, wissen Sie. Es tut mir leid, dass Fräulein Sutherland Sie mit dieser kleinen Angelegenheit behelligt hat. Denn ich denke, es ist weitaus besser, solche Dinge nicht an die große Glocke zu hängen. Es geschah ganz gegen meinen Wunsch, dass sie kam. Aber sie ist ein sehr aufgeregtes, impulsives Mädchen, wie Sie vielleicht bemerkt haben. Und sie ist nicht leicht zu lenken, wenn sie sich einmal etwas in den Kopf gesetzt hat. Natürlich hatte ich nicht so sehr etwas dagegen, dass sie zu Ihnen kam, da Sie nicht mit der offiziellen Polizei verbunden sind, aber es ist nicht angenehm, wenn ein Familienunglück wie dieses ausposaunt wird. Außerdem ist es unnütze Ausgabe, denn wie könnten Sie diesen Hosmer-Angel möglicherweise finden? Im Gegenteil, sagte Holmes ruhig, ich habe allen Grund zu der Annahme, dass es mir gelingen wird, Mr. Hosmer Angel zu entdecken. Mr. Windibank fuhr heftig zusammen und ließ seine Handschuhe fallen. »Das freut mich zu hören«, sagte er. »Es ist eine merkwürdige Sache«, bemerkte Holmes, »dass eine Schreibmaschine wirklich ebenso viel Individualität hat wie die Handschrift eines Menschen. Wenn sie nicht ganz neu sind, schreiben keine zwei genau gleich. Einige Buchstaben nutzen sich mehr ab als andere, und einige nutzen sich nur auf einer Seite ab. Nun, Sie bemerken in diesem Brief von Ihnen, Mr. Windibank, dass in jedem Fall ein kleines Verschmieren des »e« und ein kleiner Defekt am unteren Ende des »er« vorhanden ist. Es gibt 14 andere Merkmale, aber diese sind die offensichtlichsten. Wir erledigen unsere gesamte Korrespondenz mit dieser Maschine im Büro. Und sie ist zweifellos etwas abgenutzt«, antwortete unser Besucher und warf Holmes einen scharfen Blick mit seinen hellen, kleinen Augen zu.
Und nun werde ich Ihnen zeigen, was eine wirklich sehr interessante Studie ist. Mr. Windibank, fuhr Holmes fort. Ich denke, ich werde in diesen Tagen eine weitere kleine Monographie über die Schreibmaschine und ihre Beziehung zum Verbrechen schreiben. Es ist ein Thema, dem ich einige Aufmerksamkeit gewidmet habe. Ich habe hier 4 Briefe, die angeblich von dem Verschwundenen stammen. Sie sind alle getippt. In jedem Fall sind nicht nur die E verschmiert und die R schwanzlos, sondern sie werden, wenn Sie meine Lupe benutzen wollen, feststellen, dass auch die 14 anderen Merkmale, auf die ich angespielt habe, vorhanden sind. Mr. Windibank sprang von seinem Stuhl auf und nahm seinen Hut. Ich kann keine Zeit mit dieser Art von fantastischem Gerede verschwenden, Mr. Holmes, sagte er. Wenn Sie den Mann fangen können, dann fangen Sie ihn, und lassen Sie es mich wissen. Wenn Sie es getan haben. Gewiss, sagte Holmes, trat hinzu und drehte den Schlüssel in der Tür um. Dann lasse ich Sie wissen, dass ich ihn gefangen habe. Was? Wo? Rief Mr. Windibank aus. Wurde bis zu den Lippen blass und blickte sich um wie eine Ratte in der Falle. Oh, das hilft nichts, wirklich, es hilft nichts, sagte Holmes verbindlich. Es gibt kein mögliches Entrinnen, Mr. Windibank. Es ist viel zu durchsichtig, und es war ein sehr schlechtes Kompliment. Dass Sie sagten, es sei unmöglich für mich, eine so einfache Frage zu lösen. So ist's recht. Setzen Sie sich und lassen Sie uns darüber sprechen. Unser Besucher brach in einen Stuhl zusammen. Mit einem Leichengesicht und glänzenden Feuchtigkeitstropfen auf der Stirn. Es ist nicht klagbar, stammelte er. Ich fürchte sehr, das ist es nicht. Aber unter uns gesagt, Windibank, es war ein so grausamer, selbstsüchtiger und herzloser Trick im Kleinen, wie er mir noch nie untergekommen ist. Nun lassen Sie mich nur kurz den Verlauf der Ereignisse durchgehen. Und Sie werden mich widersprechen, wenn ich falsch liege. Der Mann saß zusammengesunken in seinem Stuhl, den Kopf auf die Brust gesenkt, wie einer, der völlig am Boden zerstört ist. Holmes stellte seine Füße auf die Ecke des Kaminsims, lehnte sich mit den Händen in den Taschen zurück und begann zu sprechen. Mehr zu sich selbst, wie es schien, als zu uns. Der Mann heiratete eine Frau, die viel älter war als er, ihres Geldes wegen, sagte er. Und er genoss die Nutzung des Geldes der Tochter, solange sie bei ihnen lebte. Es war eine beträchtliche Summe für Leute in ihrer Stellung. Und ihr Verlust würde einen ernsthaften Unterschied bedeuten. Es war eine Anstrengung wert, sie zu erhalten. Die Tochter war von guter, liebenswürdiger Art, aber liebevoll und warmherzig in ihrem Wesen, so dass es offensichtlich war, dass sie mit ihren persönlichen Vorzügen und ihrem kleinen Einkommen nicht lange ledig bleiben würde. Nun würde ihre Heirat natürlich den Verlust von 100 Pfund im Jahr bedeuten. Also was tut ihr Stiefvater, um es zu verhindern? Er wählt den naheliegenden Weg, sie zu Hause zu behalten und ihr zu verbieten, den Umgang mit Leuten ihres Alters zu suchen. Aber bald fand er, dass das nicht ewig funktionieren würde. Sie wurde unruhig, bestand auf ihren Rechten und gab schließlich ihre ausdrückliche Absicht bekannt, auf einen bestimmten Ball zu gehen. Was tut ihr kluger Stiefvater dann? Er ersinnt eine Idee, die mehr seinem Kopf als seinem Herzen Ehre macht. Mit Einverständnis und Hilfe seiner Frau verkleidet er sich, bedeckt jene scharfen Augen mit getönten Gläsern, maskiert das Gesicht mit Schnurrbart und buschigen Koteletten, senkt jene klare Stimme zu einem einschmeichelnden Flüstern und doppelt gesichert durch die Kurzsichtigkeit des Mädchens erscheint er als Mr. Hosmer Angel und hält andere Verehrer fern, indem er selbst um sie wirbt. Es war anfangs nur ein Scherz, stöhnte unser Besucher. Wir hätten nie gedacht, dass sie sich so sehr würde hinreißen lassen. Sehr wahrscheinlich nicht. Wie dem auch sei. Die junge Dame war sehr entschieden hingerissen, und da sie sich ganz sicher war,
Dass ihr Stiefvater in Frankreich war, kam ihr der Verdacht des Verrats nie in den Sinn. Sie war geschmeichelt von der Aufmerksamkeit des Herrn. Und die Wirkung wurde durch die laut geäußerte Bewunderung ihrer Mutter noch verstärkt. Dann begann Mr. Angel zu Besuch zu kommen, denn es war offensichtlich, dass die Sache so weit wie möglich getrieben werden musste, um eine echte Wirkung zu erzielen. Es gab Treffen und eine Verlobung, die schließlich die Zuneigung des Mädchens davor bewahren sollte, sich einem anderen zuzuwenden. Aber die Täuschung konnte nicht ewig aufrechterhalten werden. Diese vorgetäuschten Reisen nach Frankreich waren ziemlich umständlich. Was zu tun war, war offensichtlich: die Angelegenheit auf so dramatische Weise zu beenden, dass es einen bleibenden Eindruck im Gedächtnis der jungen Frau hinterlassen und sie für einige Zeit davon abhalten würde, einen anderen Verehrer in Betracht zu ziehen. Daher diese Treueschwüre, die über einem Testament abgenommen wurden, und daher auch die Anspielungen auf die Möglichkeit, dass etwas am Morgen der Hochzeit geschehen könne. James Windibank wünschte, dass Miss Sutherland so an Hosmer Angel gebunden und so ungewiss über sein Schicksal wäre, dass sie mindestens 10 Jahre lang auf keinen anderen Mann hören würde. Bis zur Kirchentür brachte er sie, und dann, da er nicht weitergehen konnte, verschwand er passenderweise durch den alten Trick, an der einen Tür einer viersitzigen Kutsche einzusteigen und an der anderen wieder auszusteigen. Ich denke, das war die Ereigniskette, Mr. Windibank. Unser Besucher hatte während Holmes' Rede etwas von seiner Sicherheit zurückgewonnen. Und nun erhob er sich von seinem Stuhl mit einem kalten Hohn auf seinem blassen Gesicht. Es kann so sein oder nicht, Mr. Holmes, sagte er, aber wenn Sie so scharfsinnig sind, sollten Sie auch scharfsinnig genug sein zu wissen, der das Gesetz bricht, und nicht ich. Ich habe von Anfang an nichts Klagbares getan. Aber solange Sie diese Tür verschlossen halten, machen Sie sich der Körperverletzung und der rechtswidrigen Freiheitsberaubung schuldig. Das Gesetz kann Sie, wie Sie sagen, nicht fassen, sagte Holmes, schloss die Tür auf und öffnete sie weit, und doch gab es nie einen Mann, der Strafe mehr verdient hätte. Wenn die junge Dame einen Bruder oder einen Freund hätte, der sollte eine Peitsche über ihre Schultern schwingen. Bei Jove, fuhr er fort und errötete beim Anblick des bitteren Hohns auf dem Gesicht des Mannes. Es ist nicht Teil meiner Pflichten gegenüber meiner Klientin. Aber hier ist eine Jagdpeitsche griffbereit. Und ich glaube, ich werde mir einfach das Vergnügen machen. Er machte 2 schnelle Schritte auf die Peitsche zu. Aber bevor er sie ergreifen konnte, gab es ein wildes Gepolter von Schritten auf der Treppe. Die schwere Haustür knallte zu. Und vom Fenster aus konnten wir Mr. James Windibank mit Höchstgeschwindigkeit die Straße hinunterlaufen sehen. Ein kaltherziger Schurke, sagte Holmes lachend, als er sich wieder in seinen Stuhl fallen ließ. Dieser Kerl wird von einem Verbrechen zum nächsten aufsteigen, bis er etwas sehr Schlimmes tut und am Galgen endet. Der Fall war in mancher Hinsicht nicht ganz ohne Interesse. Ich kann jetzt noch nicht alle Schritte Ihrer Argumentation vollständig nachvollziehen, bemerkte ich. Nun, natürlich war es von Anfang an offensichtlich, dass dieser Mr. Hosmer Angel ein starkes Motiv für sein seltsames Verhalten haben musste. Und es war ebenso klar, dass der einzige Mann, der wirklich von dem Vorfall profitierte, soweit wir sehen konnten, der Stiefvater war. Dann war die Tatsache, dass die beiden Männer nie zusammen waren, sondern der eine immer dann auftauchte, wenn der andere weg war, aufschlussreich. Das Gleiche galt für die getönte Brille und die seltsame Stimme, die beide auf eine Verkleidung hindeuteten, ebenso wie die buschigen Koteletten. Meine Verdachtsmomente wurden alle durch seine eigenartige Handlung bestätigt. Seine Unterschrift zu tippen, was natürlich bedeutete, dass seine Handschrift ihr so vertraut war, dass sie selbst die kleinste Probe davon erkannt hätte. Siehst du, all diese einzelnen Tatsachen, zusammen mit vielen kleineren, wiesen alle in die gleiche Richtung. Und wie hast du sie überprüft?
Sobald ich meinen Mann ausgemacht hatte, war es leicht, eine Bestätigung zu erhalten. Ich kannte die Firma, für die dieser Mann arbeitete. Ich nahm die gedruckte Beschreibung, eliminierte alles daraus. Was das Ergebnis einer Verkleidung sein konnte, die Koteletten, die Brille, die Stimme, und schickte sie an die Firma mit der Bitte, mir mitzuteilen, ob sie auf einen ihrer Reisenden zutraf. Ich hatte bereits die Eigenarten der Schreibmaschine bemerkt und schrieb an den Mann selbst an seine Geschäftsadresse mit der Frage, ob er hierher kommen könne. Wie ich erwartete, war seine Antwort getippt und wies die gleichen trivialen, aber charakteristischen Mängel auf. Mit derselben Post erhielt ich einen Brief von Westhouse & Marbank in der Fenchurch Street, in dem es hieß: Die Beschreibung stimme in jeder Hinsicht mit der Ihres Angestellten James Windebank überein. Voilla tut. Und Fräulein Sutherland. Wenn ich es ihr sage, wird sie mir nicht glauben. Du erinnerst dich vielleicht an die alte persische Weisheit, Gefahr für den, der das Tigerjunge fängt, und Gefahr auch für den, der einer Frau eine Illusion entreißt. Es steckt ebenso viel Weisheit in Hafiz wie in Horaz und ebenso viel Weltkenntnis.